Thorsten Frey, der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, ist mir nun zugeschaltet. Herr Frey, ich grüße Sie. Schönen guten Tag, Frau Droste. Als Sie diese Äußerungen jetzt gehört haben vom brandenburgischen Ministerpräsident Dietmar Woidke, der jetzt also auch in Frage stellt, ob man weiterhin das Bürgergeld an Ukrainer zahlen sollte, haben Sie da gleich überlegt, ihm vielleicht einen CDU-Parteiantrag zu schicken? Nein, aber niemand ist davor gefeit, klüger zu werden. Und ich finde, das, was Dietmar Woidke angesprochen hat, das geht natürlich in die richtige Richtung. Wir müssen uns überlegen, welche Möglichkeit wir finden, für Bürgerkriegsflüchtlinge jenseits der Bürgergeldleistungen und jenseits der Leistungen des Asylbewerberleistungsgesetzes etwas zu finden, was passt. Also es ist ja vollkommen klar, dass Bürgerkriegsflüchtlinge, Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine, dass die nicht auf ein Asylverfahren verwiesen werden sollen. Selbstverständlich nicht. Das würde ja gar keinen Sinn machen und wäre Bürokratie par excellence. Aber es ist eben auch nicht richtig, ihnen vom ersten Tag weg die Leistungen des Bürgergeldes zukommen zu lassen. Denn wir sehen ja, nirgendwo in Europa ist die Arbeitsmarktintegration von Ukrainern so gering wie in Deutschland. Und das hängt mit vielem zusammen, aber eben auch mit der Höhe des Bürgergeldes. Nun ist das ja aber eine Einzelmeinung innerhalb der SPD zumindest, muss man ja feststellen. Wie ordnen Sie denn das ein? Also bewegt sich da etwas in der Kanzlerpartei oder sind das einfach nur Äußerungen von Dietmar Woidke im Rahmen des brandenburgischen Wahlkampfes? Also warum soll sich nichts bewegen? Also ich glaube, die SPD ist ja auch eine Partei, die eigentlich mitten im Leben steht. Der Ministerpräsident Woidke regiert ein Land, spricht viel mit den Menschen und merkt natürlich schon, dass es so, wie es ist, nicht weitergehen kann. Was wir in der Vergangenheit erlebt haben, das ist ja, dass insbesondere Grüne und SPD weit weg von der politischen Realität der Menschen in Deutschland sind. Und deswegen mache ich mir durchaus die Hoffnung, dass es da einen Veränderungsprozess in der SPD geben könnte. Jeder vernünftige Mensch müsste im Grunde genommen sehen, dass es so, wie es ist, nicht bleiben kann und dass es deshalb richtig ist, sich darüber Gedanken zu machen, wie man es besser organisieren kann. Wir haben dazu Vorschläge gemacht. Ja, bisher ist das aber ja eine relativ theoretische Diskussion, Herr Frey. Und genau darauf will ich eingehen, denn Sie haben in der Union ja schon vor längerem auch mal geprüft, ob man mit anderen Sätzen etwa bei den Ukrainern dann agieren könnte. Wie könnte das aussehen in der Praxis? Ja, ich glaube schon, dass das möglich ist. Wir haben ja die abgesenkten Leistungen des Asylbewerberleistungsgesetzes. Die liegen etwa 20% unter dem Bürgergeldbezug. Darüber hinaus geht es um die Frage, welche Leistungen denn eigentlich im Bereich der Krankenversicherung bezahlt werden. Ist das jede Leistung, die auch jeder Kassenpatient bekommt? Ich finde, das muss überhaupt nicht sein, dass jemand, der nie in ein System einbezahlt hat, die vollen Leistungen von Kassenpatienten erhält und anderes mehr. Und das, was beim Asylbewerberleistungsgesetz für die ersten 3 Jahre geht, das geht selbstverständlich auch für diejenigen, die im Bürgergeldbezug als Kriegsflüchtlinge nach Deutschland kommen. Und deswegen würde ich mir keine Sorgen darüber machen, dass man eine ähnliche, eine vergleichbare Lösung eben auch für Kriegsflüchtlinge finden kann. Ich halte das für verfassungskonform. Herr Frey, ich möchte mit Ihnen gerne noch über ein anderes Thema sprechen, denn wir haben neue Zahlen. Die illegale Migration im letzten Jahr hat noch mal deutlich zugenommen um 33%. Wir wissen ja generell um die Probleme rund um Abschiebungen. Und nun ist auch eine Dienstanweisung an die Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf aufgetaucht, aus der hervorgeht, dass Personen, die ihre Abschiebung verweigern, nun also dann direkt auf freien Fuß gesetzt werden sollen. Was zeigt das in Ihren Augen, wenn es jetzt schon solche Dienstanweisungen gibt? Also ich finde, mit einer solchen Dienstanweisung macht sich der Rechtsstaat lächerlich. Ich glaube, das ist völlig inakzeptabel und das zeigt im Grunde die gesamte Hilflosigkeit der Bundesregierung, wenn es um die Umsetzung der Forderung des Bundeskanzlers geht, jetzt im großen Stil abzuschieben. Und das ist ein gutes Beispiel dafür, dass die Bundesregierung sehr viel mehr Maschinen chartern müsste. Also nicht mit Linienflügen, wo eben genau ein solches Verhalten von Rückzuführenden eben dann auch dazu führt, dass die Rückführung abgebrochen werden muss, sondern aus meiner Sicht muss in die Hauptherkunftsländer müssen Chartermaschinen fliegen, die also nur mit Flüchtlingen, die zurückgeführt werden, besetzt sind. Dann kann man sozusagen auch bei denen
die mit solchen Widerständen agieren und damit ihr Hierbleiben provozieren, kann man mit denen entsprechend umgehen. Also ich glaube, man kann da schon etwas machen. Das sollte man auch dringend tun. Aber Frau Droste, das zeigt mir eben vor allen Dingen... Das muss ich noch mal kurz jetzt einwerfen. Ich meine, deswegen sprechen wir auch über eine Dienstweisung aus Nordrhein-Westfalen, weil gar nicht die Bundesregierung, sondern die Länder ja für die Umsetzung zuständig sind. Ja, da haben Sie vollkommen recht, aber in der Regel ist es so, dass der Bund eben dann auch die entsprechenden Maschinen zur Verfügung stellt. Ich bin ja gerade der Auffassung, dass es wenig Sinn macht, dass man in Linienmaschinen beispielsweise Flüchtlinge unterbringt, weil der Aufwand viel zu groß ist und weil solche Rückführungen viel zu oft scheitern. Und der zweite Punkt, den man einfach ansprechen muss, Rückführungen sind schwierig, das stimmt. Und deswegen muss man eine Stufe früher ansetzen. Und deswegen haben wir ja auch den Vorschlag gemacht, mit dem sicheren Drittstaatenmodell dafür zu sorgen, dass diejenigen, die keine Bleibeperspektive haben, auch nach Möglichkeit erst gar nicht nach Deutschland kommen. Ich glaube, das müssen wir erreichen. Wir haben viele gescheiterte Rückführungen, das stimmt. Aber vor allen Dingen haben wir viel zu viele Menschen, die nach Deutschland kommen, um hier Asyl zu beantragen. Diese Zahlen müssen dramatisch nach unten. Und das schafft man nur, wenn man dafür sorgt, dass diese Menschen erst gar nicht Deutschland erreichen. Sie fordern eine Trendwende in dieser Frage. Thorsten Frey, ich danke Ihnen für das Gespräch. Sehr gerne, Frau Droste.